Ja, guten Tag und herzlich willkommen zu diesem Notenlesetutorial. Mein Name ist Toni Goldener und heute zeige ich euch, wie man vernünftigerweise Noten lesen sollte. Früher haben wir ja alle gelernt, dass man wissen sollte, und zwar aus dem Stegreif, wie diese Note heißt. Und das weiß ja eigentlich kein Mensch normalerweise. Und jetzt geht es wirklich darum, dass es auch eine Methode gibt, wie man das Ganze viel einfacher machen kann. Man muss überhaupt nicht alle Noten wissen, um vernünftig Noten lesen zu können, sondern nur ein paar einzelne. Und zwar sind das exakt 5 Noten, aber die muss man wirklich gut wissen. Ich zeichne da mal einen Violinschlüssel und einen Bassschlüssel hin und diese Klammer, damit wir merken, dass wir an einem Klavier sitzen, eine Klavierpartitur vor der Nase haben. Und jetzt die aller 5 wichtigsten Noten ist dieses C, das haben wir sowieso alle gelernt. Und dann gibt es da im zweitobersten Zwischenraum noch ein C, im zweituntersten Zwischenraum im Bassschlüssel gibt es ein C. Da gibt es ein C mit 2 Hilfslinien oben und ein C mit 2 Hilfslinien unten. Und das sind die allerwichtigsten Töne, die man braucht, um anständig Noten lesen zu können. Und von denen kann man alle anderen Töne ableiten, und zwar ganz, ganz einfach. Wenn wir uns einmal Folgendes überlegen, eine Vorüberlegung. Diese beiden Töne, das ist das mittlere C für den Violinschlüssel notiert und hier für den Bassschlüssel notiert. Und das ist eigentlich eine große dicke Note im Übergang vom oberen zum unteren System. Also von dieser untersten Linie zu dieser obersten Linie hat es eigentlich nur eine einzige Note Platz. Also wenn ich die restlichen Noten der Reihe nach ausführen würde, dann wäre die Note unterhalb von diesem C bereits da diese und dann ging es dann schon zur ersten Linie. Und eine Note oben, C, D, das wäre hier und das E wäre dann schon hier. Aber da diese große dicke Note da in der Mitte keinen Sinn macht, hat man sich darauf geeinigt, ich weiß nicht genau, ob es so war, auf jeden Fall hat man da 2 Töne draus gemacht, das ist aber das exakt gleiche C. Einmal für rechts und links geschrieben. Und das sind wirklich diese 5 Töne. Das ist für mich ein Ton, derselbe Ton. Das C in der Mitte, eine Oktave höher und noch eine Oktave höher. Also das ist das eingestrichene C, das zweigestrichene C und das dreigestrichene C. Und hier ist auch das eingestrichene C, das kleine C und das große C. Und diese Töne braucht es, um die restlichen Töne einfach ableiten zu können. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir mal die Noten anschauen, die auf der Linie stehen, haben wir in der rechten Hand, beginnen wir mal da, dann kommt die nächste Note, hier hat es eine, da. Und dann noch das C oben. Und wir behalten eigentlich immer im Auge diese 3 Cs da. Also ich mache da so eine Linie. Vor unserem geistigen Auge muss diese immer sein. Und auch da unten diese Linie. Und da oben sind es natürlich dann 2 Linien. So. Das würde ich immer machen, auch wenn ihr ein neues Stück übt. Schnell mal diese Cs einzeichnen in der rechten und in der linken Hand und im Stück mal schnell schauen, wo sind alle Cs und diese umkreisen mit einer Farbe, dass man sich das irgendwie vorstellen kann. Wenn man jetzt die Töne anschaut, das C, das ist auf der Linie, alle diese Linientöne, die sehen auf der Tastatur, haben die immer jede zweite Taste gespielt. Also das C, E, G, H, D, F, A und C kann ich eigentlich immer von C beginnen in der Mitte
eine Taste überspringen, noch eine Taste überspringen. Also jede zweite Taste wird da gedrückt. Und genauso kann ich dann auch anfangen, die Noten zu lesen. Wenn ich diese Töne weiß, dieses C hier, ich habe dieses C hier ganz fest in meinem Repertoire am Notenlesen und dieses C hier bin ich fähig, immer abzuleiten, egal was ist. Also zum Beispiel hier sehen wir dieses C, die Note unterhalb dieses C, das kann ja nur das H sein. Und es spielt eigentlich auch gar keine Rolle, wie die heißt. Es ist einfach eine Taste unterhalb des Cs. Diese Taste ist eine oberhalb von diesem C in der Mitte. Diese Note, das C, diese Note ist eigentlich nur eine Taste übersprungen von diesem C nach unten oder zwei Tasten übersprungen. Genauso dasselbe hier, wenn man wirklich Schwierigkeiten hat und nicht mal dieses E lesen kann, kann man wenigstens von diesem C aus, das können alle lesen, meiner Erfahrung nach, von diesem C einfach zwei Tasten nach oben gehen. Wie dann der Ton heißt, wird sich wahrscheinlich mit der Zeit irgendwann einprägen, aber es ist nicht das Allerwichtigste, finde ich. Hier dasselbe in der linken Hand. Wenn wir da nach unten gehen, haben wir das C und dann kommen all diese Töne auf der Linie. Und zwischendurch haben wir hier dieses C. Wir haben hier dieses C als Rahmen und wir haben hier dieses C. Normalerweise wird ja ab da in der linken Hand schon virtuos mit den Noten lesen. Wenn wir aber dieses eine C ganz bestimmt im Repertoire haben, dann ist das keine große Hexerei mehr, sondern es ist einfach ein H. Und da gehen wir eine Note nach oben, ist ein D. Oder hier, wenn wir diese zwei Hilfslinien wissen, dann können wir, wenn wir das sehen in der linken Hand, nicht in Verzweiflung ausbrechen, sondern einfach eine Taste überspringen vom C und kommen dann aufs E. Und es spielt keine Rolle, ob wir wissen, dass das ein E ist. Es spielt keine Rolle, wenn wir nicht sagen können, dass es ein A ist. Hauptsache, wir finden das Zeugs in einer vernünftigen Zeitspanne. Wir machen jetzt ein paar Notenleseübungen. Und zwar schreibe ich in der rechten Hand einige Noten hin und in der linken und wir versuchen sie dann nicht mit Abzählen von irgendwoher, von unten beginnen, sondern mit Hilfe von diesen Cs abzuleiten. Und wenn man das immer macht, mit der Zeit weiß man ja auch die Töne, weil es kommen immer die gleichen Töne vor. Also nehmen wir zum Beispiel diesen hier. Wir leiten jetzt immer nur von diesen 5 Cs ab, die ich da gesagt habe. Ich schreibe die wieder mal rot hin, also das C hier, das im zweitobersten Zwischenraum und das mit diesen beiden Linien. Das C hier, dass ja das gleiche ist wie das C da und das C da unten. Und jetzt mache ich mal, dass man es sieht, vom mittleren C mal so eine Linie. Das behalte ich dann immer im geistigen Auge vor mir. Hier. Gut. Jetzt wird es ganz einfach. Das C kennen wir jetzt ja. Also wer es jetzt noch nicht kennt, der muss wirklich über die Bücher gehen. Und dann kann ich einfach von da eine Taste überspringen und komme dann auf diesen Ton. Oder das C in der Mitte, eine Oktave hoch, die muss man wissen. Diese. Ich mache es jetzt extra nochmal schwarz. Hier. Da kann man einfach eine Taste, also eine überspringen und dann kommt man auf diese Taste. Wenn man die runterdrückt und erkennt, dann ist es ein E.
Auch dieser Ton lässt sich ganz einfach finden, wenn ich nicht weiß, wie er heißt. Er ist einfach eins unterhalb von diesem C, ein H. Bei diesem Ton kommt das obere C zum Tragen. Wir haben da zwei Linien, das C wäre da oben. Ich überspringe eine Taste und komme auf eine Linie weiter nach unten. Und egal wie der Ton heißt, wir haben ihn gefunden, aber es wäre ein A. Bei dem Ton kommt dieses untere C zum Tragen, also das E. Geht dann eine Linie hoch, das heißt, wir überspringen eine Taste, eine weiße Taste jetzt in dem Fall. Bei dem Ton kommt wieder das mittlere C da, das zweigestrichene C zum Tragen hier. Und da, im Zwischenraum ist das C, im Zwischenraum tiefer ist diese Note, das heißt eine Taste überspringen nach unten, wir kommen aufs A. Und bei diesem Ton da haben wir auch wieder die Möglichkeit vom oberen C. Ihr seht da eine Linie tiefer und noch eine Linie. Das heißt, wir überspringen eine Taste und dann noch eine. Und dann kommen wir aufs F. In der linken Hand dasselbe. Wir können hier von diesem C denken, wir überspringen eine Taste und kommen auf die erste Linie, überspringen noch eine Taste und kommen auf die zweite Linie. Und diese Taste ist dann das F. Dieser Ton ist einfach gefunden, von C1 nach unten abgeleitet. Und hier dieser Ton da, der normalerweise auch kein Mensch findet, kann man eigentlich von diesem C da unten ableiten. Zwei Linien. Wir gehen eine Linie hoch, noch eine Linie hoch. Das heißt, auf der Tastatur, wir überspringen, also wir beginnen beim C, überspringen eine und noch eine und kommen dann aufs G. Okay, wo sind wir hier? Ah ja, gut. Da können wir von diesem C, das wir hier haben, können wir entweder sagen, das ist ein Zwischenraum, Zwischenraum, Zwischenraum. Das verhält sich natürlich genau gleich wie das mit der Linie. Linie heißt eigentlich immer eine Taste überspringen. Zwischenraum, 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 das bedeutet dasselbe. Also wenn wir hier das C haben, gehen wir eine Taste, also wir überspringen eine Taste nach unten und noch eine und kommen aufs F. Da haben wir diesen Ton da. Den haben wir bereits gehabt. Gut, den lassen wir sein. Und dann sind wir doch da unten im Niemandsland angekommen. Und wenn man aber diese zwei Hilfslinien weiß, das C, springe ich jetzt einfach von diesem C eine Linie hoch und bin dann, habe eine Taste übersprungen und komme aufs E. Und auch wenn man nicht weiß, wie diese Töne heißen, man soll sich nicht damit irgendwie Zeit verlieren, unbedingt jetzt zu wissen, dass das ein E ist. Es ist viel besser, den rasch zu finden. Und irgendwann weiß man dann sowieso, wie diese Töne heißen. Aber man hat nicht noch endlos Zeit verloren, weil das Notenlesen ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Also ich finde es sehr hilfreich und auch alle meine Schüler haben extrem Fortschritte gemacht, wenn sie von Anfang an eigentlich diese Cs wirklich lernen, diese wissen, wo die sind. Oder einfach zwei Linien. Und auch das Wissen, wie sich es verhält, wenn Noten auf der Linie sind. Was heißt das? Oder wenn Linie haben, das zeige ich mal ganz kurz hier ein Beispiel. Wenn wir zum Beispiel sowas haben, wir haben eine Melodie, gibt es ja die Möglichkeit, dass es einfach schön der Reihe nach hochgeht oder wieder runter. Das ist eigentlich ein angenehmer Fall, oder? Geht es einfach rauf, C, D, E, F, G, F, E, D, C. Oder, wenn wir sowas haben hier, eine Melodie, so irgendwas macht, muss man eigentlich auch nicht Noten lesen können. Man weiß zum Beispiel, dass es das C ist. So, und dann Zwischenraum, Zwischenraum, Zwischenraum. Da geht es runter, eine Taste überspringen, noch eine überspringen, eine hoch. Und dann kommen wir zu diesem zweiten Block, oder wo die Töne alle auf der Linie stehen. Dann ist man da, also wir haben diesen Block da mit den Zwischenräumen. Sind wir beim F angelangt, gehen einen hoch zum G und dann Linie, das heißt, ich überspringe immer wieder eine Taste und kann eigentlich so, ohne dass ich weiß, wie diese Noten heißen, das auf
Tastatur niederdrücken. Das würde ich unbedingt machen. Das lohnt sich auf jeden Fall für alle, auch diejenigen, die schon länger Noten lesen. Man bekommt einfach einen anderen Bezug. Und zeichnet bei den neuen Stücken, die ihr lernt, zuerst mal diese Cs ein. Das wird euch eine große Hilfe sein. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und bitte abonniert auch meinen Kanal, denn es gibt immer wieder solche theoretischen Videos auch und mit praktischen Tipps. Es gibt auch bald mal eins mit einer Taktsprache, die ich anwende, die wirklich sehr, sehr leicht und sehr hilfreich ist, die einen weiterbringt, wenn man Probleme hat mit dem Zählen oder generell mit den rhythmischen, mit der rhythmischen Vielfalt, die es in der Musik gibt. Und aktiviert auch die Glocke, dann seht ihr, wann ein neues Video rauskommt. Und selbstverständlich brauche ich noch einen Daumen hoch. Und jetzt wünsche ich euch viel Erfolg beim Notenlesen. Und ihr könnt mir auch einen Kommentar unten hinschreiben. Und wenn ihr Fragen habt, werde ich euch möglichst gut diese Fragen beantworten.